wunderschönen guten Morgen von mir und der Katze. Sag mal Hallo. Schönen guten Morgen, Tag 3 hat soeben begonnen und ich habe mich gerade auf den Weg gemacht. Ich bin nicht ganz allein unterwegs. Vor ein paar Meter vor mir rennt noch jemand aus Koblenz oder Karlsruhe, hab's vergessen. Und dann sind da noch zwei Tschechinnen. Es sind ziemlich viele Tschechinnen unterwegs hier, habe ich das Gefühl. Oh, und die laufen gerade mit mir rum. Wir wurden heute Morgen begrüßt von einem richtig schönen Regen. Und bis auf den Regenbogen, den ich euch gleich noch zeigen werde, ist da eigentlich nicht viel Positives dran gewesen. Außer, dass ich eine halbe Stunde in der Herberge gewartet habe. Und damit natürlich ein bisschen Zeit verloren habe. Aber gut, manchmal ist das so. Jetzt hat es gerade ein bisschen aufgehört zu regnen. Und das ist auch gut so. Heute sind es ungefähr 22 Kilometer mindestens für mich. Wahrscheinlich werde ich da bleiben in dem kleinen Städtchen namens Viana do Castelo. Muss ein schönes kleines Örtchen sein. Aber mal schauen. Wenig Beschwerden bisher. Kleine Blasen, die habe ich aber schon aufgestochen und dementsprechend geht es eigentlich ganz gut voran gerade. Ich merke sie gerade nicht. Soll heißen, alles gut jetzt. Würde mich aber gleich mal freuen auf ein Käffchen oder sowas, weil ich hatte heute eben noch gar nichts. Ja, mal sehen, wie der Tag so verläuft und wann es wieder anfängt zu regnen, weil ehrlich gesagt, wenn ich mir den Himmel da oben so anschaue, das war sicherlich nicht der letzte Regen, der uns heute erwartet. Und dementsprechend einfach mal schauen, was passiert und wie weit es wirklich geht. Ich halte euch auf dem Laufenden. You making videos or pictures? Do you want to take a video how you want? Woohoo! Really nice spot. Ach ja, ist das schön hier wieder. Wunderbar. So, kleiner Zwischenstopp an der Santiago-Kirche, irgendwo auf einem Berg. Wir sind gerade hochgekraxelt. Schöne Kirche, kann man nicht anders sagen. Ja, wir haben schon, ich würde sagen, die ersten 8, 9 Kilometer des heutigen Tages hinter uns gebracht. Ich habe nette Begleitung heute. Alles schön soweit. Ich kann mich nun wirklich nicht beklagen momentan. Es könnte ein bisschen freundlicher sein, das Wetter, aber ansonsten ist alles fein. Cheers. Geiler Ort hier, gefällt mir wirklich gut. Gibt es immer mal wieder unterwegs. So nennen wir sie mal kleine Oasen des Glücks. Und ja, hier gibt es im Grunde alles, was das Pilgerherz so wirklich haben will. Ne? Ein paar Getränke, ein bisschen Obst und so weiter für eine kleine Spende.
geile Sache und dann spendet man natürlich auch was, um das ganze Projekt hier weiter zu unterstützen. Ja, und jetzt geht's weiter. Es geht gleich nach Chafé. So, angekommen in Chafé. Und was gibt's in Chafé? Kaffee. I sound so profi like a YouTuber. Super hot. Yeah. Nothing like this one. No problem. You just started earlier. So, und jetzt geht's weiter nach Viana do Castelo. Immer noch gute Laune. Und die Ladies hatten gerade eine kleine Workout-Session, aus der ich mich artig rausgehalten habe, weil brauche ich nicht. Ja, ihr Bauch bleibt auch so. Aber die beiden hatten ganz viel Spaß hier. Huh? Huh? Nothing. Und weiter geht's. Tja, wir haben Verstärkung gekriegt, haben den Brasilianer von gestern Abend wieder getroffen. Er saß gerade in der Kirche, als wir da auch mal reinmarschiert sind. Und für uns gab es auch noch einen Stempel. Und jetzt geht's weiter in die nächsten Kilometer. Mittlerweile sehr sonnig. Gutes Wetter eigentlich. Kann sich keiner beschweren auf jeden Fall. Da kommt man schon auf seine Kosten. Mega gut. Ich laufe gerade auf einer über 500 Meter langen Brücke unweit des Atlantiks, quasi an der Flusswege. Ich bin jetzt in Viana do Castelo angekommen. Sieht wirklich schön hier aus. Aber ich gehe noch ein paar Kilometer weiter. Heute schon einmal so langsam die Grenzen austesten. Ich denke mal, ich bin erst gegen 7 Uhr abends da. Aber dann habe ich die 30 Kilometer auch das erste Mal geschafft. So, der dritte Tag geht langsam zu Ende. Ich weiß, dass man mich gerade nicht gut sehen kann. Aber jetzt nach 35 Kilometern habe ich auch echt keine Lust mehr, mich zu bewegen. Und ich sitze gerade und das ist jetzt einfach so, wie es ist. Sorry. Da müsst ihr jetzt mit leben. War ein langer Tag, ein guter Tag, hatte nette Begleitung, hat Spaß gemacht. Habe jetzt hier mein wohlverdientes kleines Feierabendbier. Und freue mich einfach, dass ich es geschafft habe. Waren irgendwie knapp 35 Kilometer. War geil. Aber auch anstrengend. Das ist ja klar. Morgen geht's weiter. Dürfte dann wahrscheinlich morgen so der letzte bis vorletzte Tag in Portugal sein. Dann geht's rüber nach Galicien, also Spanien. Und dann habe ich auch schon wieder die Hälfte von dem portugiesischen Jakobsweg geschafft. Und was ich dann noch so mache, das weiß ich jetzt noch nicht. Also ich habe ja noch ein paar Tage Zeit danach, so ist es nicht. Aber das muss ich mir dann durch den Kopf gehen lassen, wenn ich das wirklich bis nach Santiago geschafft habe. Ja. Ansonsten alles gut, kleine Blase, was ich jetzt schon mal selbe Stelle wie immer, kleiner C. Kann ich machen, was ich will, da gibt's Blasen, egal was du machst und egal wie man das versorgt. Aber bis jetzt war es aushaltbar. Also, bon dia.
Wunderschönen guten Morgen. Tag 4 auf dem Caminho Português da Costa für mich. Also meinem Jakobsweg 2022. Hatte gestern Abend eine sehr, sehr geile Herberge. Kann ich nur empfehlen. In Carrecho. Berge bla 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 Sadao. Sehr geil. Da muss man hingehen. Leider habe ich nicht so ganz so gut geschlafen. Das lag jetzt aber nicht an der Herberge, sondern weiß ich auch nicht warum. Manchmal ist das halt so. Und deswegen fühle ich mich heute Morgen auch so richtig gar nicht fit. Na gut, egal. Muss ja trotzdem weitergehen. Ja, der Abend trotzdem war ganz lustig. Viele neue Leute kennengelernt, getroffen, viel gequatscht. Ein paar Bierchen getrunken, wie immer. Ja, und dann bin ich noch mit 6 oder 7 Leuten irgendwie in eine Bar gegangen. Am Ende des Dörfleins hier. Aber da war auch jetzt nicht so super viel los. Ja, schauen wir mal, was der heutige Tag so bringt. Ich glaube, heute werden wir die portugiesisch-spanische Grenze erreichen. Und dann geht es morgen über die Brücke dann auch wieder nach Spanien. In Valencia bzw. Tui. Ja, ansonsten alles gut. Blasen sind halbwegs okay. Könnte schlimmer sein. Also hindert mich nichts am jetzt dann zu vollbringenden Tageswerk. Tja, gerade ging es die ganze Zeit bergauf und dann geht es natürlich auch wieder bergunter. Ja, und ich hoffe, dass gleich, wenn wir unten sind, irgendwann mal ein Café auftaucht. Und dann gibt es endlich mal ein Käffchen und irgendwie was zu essen. Ich habe mich so langsam mal das Gefühl, dass mir die Kräfte ausgehen, weil ich echt lange nichts mehr gegessen habe, seit gestern Mittag im Grunde. Und jetzt wird es irgendwann mal Zeit, sozusagen. Na gut, aber wer so gut der findet, ne? Ja, mittlerweile bin ich schon fast wieder an der Küste angekommen. Ich befinde mich gerade in Vila Praia do Ancora. Ne, Vila Ancora do Praia. Ach, weiß ich auch nicht. Irgendwie sowas in der Art. Also eine ganz kurze Korrektur. Um das einmal klarzustellen, Vila Praia de Ancora. Sieht wie ein nettes, kleines, aber relativ neues Städtchen aus. Scheint also noch nicht mehrere Jahrhunderte auf dem Buckel zu haben. Bis auf die Kirche vor mir vielleicht. Ja, und jetzt geht es wohl heute weiter an der Küste. Und dann geht es morgen Richtung Spanien schon. Am Rio Minho entlang, den ganzen Tag. Mal schauen, wie das wird. Nun bin ich aber erstmal hier. Kleine Stärkung geholt, 2 Bananen. Bananen sind das Beste für unterwegs. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mal pilgern wollt, immer Bananen. Die geben die nötige, schnelle Energie, die ihr braucht, wenn ihr mal hungrig seid. Na, schaut euch das mal an. Ich bin endlich wieder am Strand angekommen. Echt schön hier. Schönes kleines Städtchen hier direkt am Strand. Nicht so ganz so weit weg von der spanischen Grenze. Ja, mehr gibt es doch gerade nicht zu sagen, außer dass es schön hier ist und ich freue mich auch mal wieder ein paar Meter am Strand lang zu laufen. Das wird die nächsten Tage wahrscheinlich dann wieder etwas weniger werden. Aber macht ja nichts. Dafür gibt es dann schöne grüne Hügel und Wälder und was nicht alles. Ich würde sagen, ich gehe mal weiter und schau mal, was mich heute noch so erwartet. Da kommt bestimmt noch einiges Schönes auf mich zu.
Ja, ich befinde mich gerade so am letzten restlichen Zipfel von Portugal. Also, wenn ihr da hinten den Berg seht, das ist Spanien. Ja, und ich warte gerade auf die anderen beiden, die sind gerade noch auf Toilette. Die eine Tschechin hat uns gerade verlassen, die geht den Küstenweg auch in Spanien weiter, während wir jetzt gleich mal auf den zentralen Weg wechseln. Ja, wird schon. Schöne Ecke hier eigentlich, gefällt mir auch gut. Wie überall, das sage ich ständig, ne? Ist aber auch irgendwie so. Gucken, was uns der nächste Tag oder der heutige Tag noch so bringt. Ein paar Kilometer haben wir noch vor uns, denn wir wollen noch ein bisschen weiterlaufen. Also ich bin jetzt gerade kurz vor Carminha. Dann geht es aber noch ein bisschen weiter nach Seixas für uns heute. Und da werden wir dann in die Herberge einchecken. Hoffentlich, wenn da noch Platz ist. Wir sehen es ja dann. Naja, ich glaube mal dran, ne? Und dann wird das auch schon. Camino provides und so.